Du verstehst Deutsch, aber wenn du sprechen sollst, ist dein Kopf plötzlich leer. Die Wörter sind da, aber sie kommen nicht heraus. Dein Mund will reden, aber dein Gehirn bleibt still. Das ist frustrierend, oder? Du bist nicht allein. Vielen Deutschlernenden geht es genauso. Aber hier ist die gute Nachricht. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist nur eine Übungssache. Heute lernst du, wie du schneller denkst und klüger sprichst. Auf Deutsch. Nicht perfekt, sondern echt. Ich zeige dir einfache Strategien und Übungen, damit du deinen Wortschatz aktivierst und schneller sprichst. Weißt du, was das größte Problem vieler Lernenden ist? Sie denken zu langsam und sprechen zu unsicher. Stell dir das vor, du kennst die Wörter, aber sie kommen zu spät. Es klingt langsam, mit vielen Pausen, wie ein Computer, der zu viele Programme offen hat. Und das Komische ist, diese Menschen sind oft sehr klug. Sie verstehen viel, sie wissen viel, aber sie können ihre Gedanken nicht schnell genug sagen. Das macht unzufrieden. Im Kopf ist alles klar, aber beim Sprechen geht es nicht. Doch das kannst du ändern. Heute lernst du, wie du diese Blockade löst, schneller denkst und sicher sprichst. Mit Freude und ohne Druck. Du bekommst Tipps aus der Praxis und Erklärungen aus der Wissenschaft. Wir schauen, wie dein Gehirn beim Deutschlernen arbeitet. Warum reagiert es manchmal langsam? Und wie kannst du das ändern? Du lernst Techniken, die dein Sprechen leichter machen. Ohne komplizierte Regeln. Heute geht es nicht um Grammatik, sondern um Psychologie, um einfache Strategien und Beispiele aus dem Alltag. Und keine Sorge, wenn ein Wort schwer ist, erkläre ich es dir sofort. So bleibst du sicher im Fluss. Am Ende verstehst du nicht nur mehr, du denkst auch schneller und sprichst klarer. Dein Kopf arbeitet mit dir, nicht gegen dich. Und genau das ist der Unterschied zwischen Lernen und echtem Sprechen. Auch lass uns beginnen. Erstens. Viele Lernende übersetzen im Kopf. Sie denken zuerst in ihrer Muttersprache, dann suchen sie das deutsche Wort und versuchen daraus einen Satz zu machen. Das dauert zu lange. Kein Wunder, dass man dabei ins Stocken kommt. Studien zeigen, dass das Gehirn viel Energie braucht, wenn es ständig zwischen zwei Sprachen wechselt. Deshalb fühlen sich viele beim Sprechen müde oder blockiert. Es ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse. Du kommst voran, aber langsam und mit Mühe. Zweitens, viele haben Angst vor Fehlern. Sie wollen den perfekten Satz sagen, mit richtiger Grammatik und dem passenden Artikel. Aber während sie nachdenken, vergeht Zeit. Der Moment ist vorbei und am Ende sagen sie nichts. Ich erinnere mich an einen Studenten aus Spanien. Er verstand alles, aber beim Sprechen blieb er still. Er dachte über Grammatik nach. Ist das Dativ oder Akkusativ? Ist das Verb richtig? Während er überlegte, war das Gespräch schon vorbei. Und das passiert vielen. Sie wollen richtig sprechen, aber das Denken steht im Weg. Sie reden nicht, sie analysieren. Doch Sprechen ist kein Test.
Sprache ist Bewegung, kein Stillstand. Wenn du zu viel denkst, verlierst du den Rhythmus. Wenn du loslässt, beginnst du zu sprechen. Perfektionismus blockiert. In der Psychologie nennt man das Überdenken. Das Gehirn ist so mit Regeln beschäftigt, dass kein natürlicher Fluss mehr möglich ist. Du kennst das sicher. Du willst den perfekten Satz sagen, aber der Moment ist vorbei. Muttersprachler machen auch Fehler, aber sie reden weiter. Sie vertrauen ihrer Sprache. Der Schlüssel ist Disziplin beim Üben, Gelassenheit beim Reden. Trainiere regelmäßig, aber bleib locker. Unser Gehirn hat 2 Systeme. System 1 ist schnell und automatisch. System 2 ist langsam und denkt nach. Wenn wir Deutsch lernen, nutzen wir zuerst System 2. Wir denken über Grammatik und Wortstellung nach. Aber fließend sprechen heißt, Wörter und Sätze in System 1 zu bringen. Das ist Automatisierung. So wie beim Tanzen. Am Anfang denkst du über jeden Schritt nach. Später bewegst du dich einfach. Am Anfang zählst du jeden Schritt, denkst über rechts und links nach und trittst dir manchmal selbst auf die Füße. Aber je öfter du übst, desto mehr spürst du den Rhythmus. Irgendwann bewegt sich dein Körper von selbst, ohne dass du nachdenkst. Genau das brauchst du auch beim Sprechen. Sprache hat ihren eigenen Takt. Erst denkst du über jedes Wort nach, später kommt der Satz von allein. Wenn du genug übst, tanzen deine Wörter miteinander, fließend, leicht und natürlich. Ich erinnere mich an eine Schülerin aus Italien. Sie schrieb perfekte Texte, aber beim Reden stoppte sie nach fast jedem Wort. Erst als sie begann, laut nachzusprechen und Dialoge zu wiederholen, wurde ihr Deutsch flüssig. Ihr Gehirn hörte auf zu denken, es reagierte. Und das ist das Ziel. Weniger analysieren, mehr reagieren. Wissen wird Routine. Regeln werden Gefühl. Sprache wird Bewegung. Eine Studie zeigt, der Unterschied zwischen langsamen und schnellen Sprechern liegt nicht in der Grammatik, sondern darin, wie schnell sie Wörter abrufen. Je öfter du ein Wort benutzt, desto schneller kannst du es sagen. Das bedeutet für dich: Wiederhole wichtige Wörter und Phrasen regelmäßig. Nicht 1000 Wörter einmal, sondern 100 Wörter 100 Mal. So trainierst du dein Gehirn, schneller zu reagieren. Lass uns das üben. Ich stelle dir Fragen und du antwortest sofort. Ohne Nachdenken, nur einfache Sätze. Bereit? Erste Frage: Wo wohnst du? Sehr gut. Zweite Frage: Wann stehst du morgens auf? Perfekt. Dritte Frage: Was machst du am Wochenende? Super. Vierte Frage: Mit wem sprichst du oft Deutsch? Klasse. Fünfte Frage: Welche Musik hörst du gern? Schön. Sechste Frage: Was machst du in deiner Freizeit? Gut so. Siebte Frage:
Wohin reist du im Sommer? Toll. 8. Frage. Wie kommst du zur Arbeit oder Schule? Prima. 9. Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Großartig. Genauso trainierst du dein Gehirn. Du denkst weniger, du reagierst schneller und jedes Mal, wenn du laut antwortest, wird dein Deutsch flüssiger. Viele glauben, sie sind nicht intelligent genug, weil sie langsam sprechen. Das stimmt nicht. Studien zeigen, Sprachtempo hängt nicht von Intelligenz ab, sondern von Übung und Routine. Jeder kann lernen, schneller zu reagieren, so wie man auch schneller laufen oder tippen kann. Und denk daran, schnell denken heißt nicht, nie zu pausieren. Auch Muttersprachler machen Pausen. Der Unterschied ist, sie nutzen Pausen klug. Sie sagen zum Beispiel, also, oder wie soll ich sagen, und gewinnen so Zeit. Das ist ein Geheimnis des flüssigen Sprechens. So klingst du sicher, auch wenn du kurz nachdenkst. Heute hast du gesehen, warum viele langsam sprechen, wegen Übersetzen, Perfektion und fehlender Übung. Aber du kannst das ändern. Sprich mehr, denk weniger. Wiederhole Phrasen, übe Dialoge, baue Routinen auf. Nutze Pausen mit Worten statt mit Schweigen. So sprichst du klar, schnell und echt. Dein Gehirn reagiert automatisch und dein Deutsch klingt lebendig. Jetzt sprechen wir über die Psychologie hinter der Angst. Warum Perfektionismus dich blockiert und wie du diese laute Stimme in dir endlich leise machst. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass viele Lernende langsam sprechen, weil sie ständig übersetzen oder keine Routinen haben. Aber dahinter steckt etwas Tieferes, die Angst, Fehler zu machen. Diese Angst blockiert das Gehirn. Du weißt, was du sagen willst, aber dein Kopf zieht die Handbremse. Eine kleine Stimme flüstert, sei vorsichtig, sag nichts Falsches. Und genau diese Stimme stoppt dich. Neurobiologen nennen das den Amygdala-Effekt. Wenn du Angst hast, wird dein Angstzentrum aktiv und dein Sprachzentrum schaltet sich ab. Du willst sprechen, aber dein Körper sagt Stopp. Ich erinnere mich an eine Studentin aus Polen. Sie schrieb perfekte Texte, aber im Gespräch blieb sie still. Jedes Wort war ein Test, jede Pause ein Fehler. Sie wollte alles richtig machen, und genau das machte sie stumm. Perfektionismus ist wie eine Bremse. Wenn du beim Reden jedes Wort prüfen willst, verlierst du den Rhythmus. Stell dir vor, du willst tanzen. Aber du überlegst bei jedem Schritt, ob er richtig ist. Du bewegst dich kaum. Sprache ist wie Tanz. Du musst dich trauen, auch mal daneben zu treten. Nur so entsteht Bewegung. Viele haben Angst, ausgelacht zu werden. Sie denken, Deutsche lachen über Fehler. Aber das stimmt nicht. In Wahrheit freuen sich die meisten, wenn du Deutsch sprichst. Fehler zeigen Mut. Langsames Sprechen hat nichts mit fehlender Grammatik zu tun. Es ist kein Wissensproblem, sondern ein Kopfproblem. Viele denken an zu viele Dinge gleichzeitig. Grammatik, Vokabeln, Aussprache.
Das ist echtes Multitasking im Kopf. Und genau das überfordert das Gehirn. Es will alles kontrollieren und vergisst dabei das Wichtigste: einfach zu sprechen. Dann kommt die Angst, der Druck, alles richtig zu machen. Und mit ihm der Perfektionismus. In diesem Moment wird die Amygdala aktiv, das Angstzentrum im Gehirn. Sie schlägt Alarm. Dein Körper denkt, du bist in Gefahr. Dein Herz klopft, dein Mund wird trocken, dein Kopf blockiert. Der Teil, der fürs Denken und Sprechen zuständig ist, schaltet sich ab. Du willst reden, aber es kommt nichts. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil dein Gehirn auf Schutzmodus steht. Und deshalb klingt dein Deutsch langsamer und unsicherer. Nicht Wissen stoppt dich, sondern Angst. Lass uns über Lösungen sprechen, nicht über Grammatik, sondern über Kopf und Gefühl. Der erste Schritt: weniger Multitasking. Beim Sprechen musst du nicht alles gleichzeitig denken. Nicht Grammatik, Wortstellung und Aussprache auf einmal. Fokussiere dich auf das Wichtigste, deine Botschaft. Sag einfach, was du sagen willst, lieber klar als perfekt. Zweitens: akzeptiere Fehler. Fehler sind kein Zeichen von Dummheit. Sie zeigen, dass du lernst. Jeder Fehler beweist, dass du mutig bist und handelst. Drittens: trainiere Gelassenheit. Wenn du ruhig sprichst, lernst du schneller. Entspanntes Sprechen öffnet dein Gehirn, gestresstes blockiert es. In der Sprachpsychologie nennt man das den affektiven Filter. Wenn du Angst hast, geht die Schranke zu. Du hörst, aber dein Gehirn speichert nicht. Wenn du dich entspannst, öffnet sich die Tür wieder. Die Wörter fließen leichter. Weniger Angst bedeutet mehr Sprache. Weniger Kontrolle bedeutet mehr Natürlichkeit. Dein Ziel ist nicht, perfekt zu klingen, sondern echt. Sprechangst ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist normal. Jeder, der eine neue Sprache lernt, kennt dieses Gefühl. Aber du kannst sie kontrollieren. Der erste Schritt: Atmung. Wenn du nervös bist, atme tief ein. 3 Sekunden ein, 3 Sekunden aus. Spür, wie dein Körper ruhiger wird. So beruhigst du dein Nervensystem, bevor du sprichst. Zweitens: erlaube dir Fehler. Sag dir: 3 Fehler pro Gespräch sind erlaubt. Das nimmt den Druck. Du hast Platz zum Reden, nicht zum Zweifeln. Drittens: rede freundlich mit dir selbst. Statt „Ich kann das nicht“, sag „Ich probiere es einfach“. Diese kleinen Sätze verändern dein Denken. Sie schalten Angst aus und machen dich mutig. Viertens: übe mit anderen. Lehrer, Freunde oder Lernpartner sollen dich ermutigen, nicht nur korrigieren. Sag etwas, auch wenn es unperfekt ist. Wichtig ist, dass man dich versteht. Wenn du dich traust zu sprechen, trainierst du deinen Mund
und dein Selbstvertrauen. Atme, sprich, mach Fehler und bleib freundlich zu dir. So klingt dein Deutsch echt und natürlich. Schneller und klüger sprechen heißt nicht, mehr Wissen zu haben. Es heißt, schneller zu reagieren. Nicht mehr denken, sondern fühlen, sprechen und fließen lassen. Dein Ziel ist nicht, alles zu wissen, sondern das, was du weißt, frei zu benutzen. Automatismen statt Grübeln. Wiederholung statt Perfektion. Struktur, Geschichten und Ruhe, das sind deine Werkzeuge. Wenn du regelmäßig übst und dich traust zu sprechen, auch mit Fehlern, wird dein Deutsch lebendig. Mut ist wichtiger als Grammatik. Denn wer mutig spricht, spricht am Ende fließend. Und jetzt bist du dran. Schreib unten in die Kommentare, welche Technik du ausprobieren willst. Sag uns, was bei dir funktioniert. Und inspiriere andere. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm ein Like und abonnier den Kanal, damit du keine neue Übung verpasst. Hier lernst du nicht nur Deutsch, du lernst, dich zu trauen. Sprich weiter, bleib dran, wachse. Dein Deutsch wird echt, weil du es lebst.